Hallo und herzlich willkommen zum Time Sensor Legal Talk, wo ich mit Experten zu den Themen Recht, Technologie und Organisation spreche. Mein Name ist Pascal Otter und ich habe heute zwei spannende Gäste bei mir. Frau Dennis Brücker zum einen und Herr Philipp Bachmann zum anderen. Beide sind Partner in der Kanzlei Reichlin-Hess im idyllischen Schweizer Städtchen Zug, gleich hinter Zürich. Frau Brücker hat Recht an der Universität Zürich studiert und ist seit 1999 praktizierende Anwältin. Sie hält ein LLM von der University of Denver und ist seit 2013 Partnerin bei Reichlin-Hess. Herr Bachmann ist ebenso lizenzierter Jurist und seit 2005 Anwalt und Notar im Kanton Zug. Er hält einen LLM von der berühmten London School of Economics und ist Partner in der Kanzlei seit 2019. Herr Bachmann und Frau Brücker waren treibende Kräfte in ihrem Betrieb, um eine neue Verwaltungssoftware einzuführen. Jeder und jede KMU-Leiterin wird wissen, wie groß so ein Thema werden kann, da man beim digitalen Management eines Unternehmens ja mit Herausforderungen auf ganz verschiedenen Ebenen konfrontiert ist. Man soll im laufenden Betrieb einfach mal essentielle Abläufe digitalisieren, respektive ändern, und dazu müssen die Mitarbeiter mitmachen und im Hintergrund muss auch noch der politische Wille gefunden werden, ähm, diese Prozesse einzuleiten. Frau Brücker und Herr Bachmann wollen uns heute erzählen, wie Sie diesen Prozess angegangen sind und was Sie anderen Betrieben raten würden. Frau Brücker und Herr Bachmann, herzlich willkommen an Sie beide. Dankeschön. Guten Tag, Herr Lotter. Guten Tag. So, zuallererst vielleicht ein ganz kurzer Disclaimer. Ihre Kanzlei hat sich nach einem relativ eingehenden Evaluierungsprozess für unsere Software Time Sensor Legal entschieden. So viel aber nur zur Transparenz. Denn ich möchte heute nicht über uns sprechen, sondern über Sie. Zuallererst vielleicht, wie groß ist denn Ihr Betrieb? Was tun Sie hauptsächlich? Und wieso haben Sie sich nach neuen Möglichkeiten umgeschaut, um Ihre Betriebsverwaltung digital abzubilden? Wie bereits erwähnt, Herr Lotter, wir sind auf dem Platz Zug tätig und sind eine für den Platz Zug relativ große Anwaltskanzlei mit rund 20 Personen. Wir sind hauptsächlich auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts tätig, das heißt viel Gesellschaftsrecht, Vertragsrecht, Arbeitsrecht gehört da natürlich auch dazu und meistens beraten wir Unternehmen in ihren Belangen, die sie in ihrem operativen Business begegnen. Wie gesagt, wir sind rund 20 Personen, die Hälfte davon sind praktizierende Anwälte und die anderen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehören dem Backoffice an, die uns also in unserer Arbeit unterstützen. Und auch unsere Anwaltssoftware ist natürlich ein Tool, das uns in unserer Arbeit unterstützen sollte. Und wir haben, bis wir jetzt vor kurzem auf Time Sensor gewechselt haben, mit einer anderen Anwaltssoftware gearbeitet, die hier auf dem Platz Schweiz sehr bekannt ist. Und die hat leider aufgrund von verschiedenen Geschehnissen, darunter gehört auch die QR-Rechnung, die in der Schweiz per Ende September 2022 eingeführt wurde. Aufgrund verschiedenen Anforderungen hat die bisherige Anwaltssoftware unsere Anforderungen nicht mehr erfüllt. Und so hatten wir eigentlich die Notwendigkeit, uns nach einer neuen Anwaltssoftware Ausschau zu halten. Und das war eigentlich der Grund, dass unsere bisherige Software nicht mehr alles erfüllen konnte, was wir gerne von ihr gehabt hätten, dass wir uns auf den Markt begeben haben und den Evaluationsprozess begonnen haben. Also gezwungenermaßen quasi, weil nicht mehr alles, was gebraucht wurde, abgelöst werden musste. Also gut gezwungenermaßen. Wie gesagt, für uns ist das ein zentrales Arbeitstool. Und wenn wir sehen, dass es auf dem Markt bessere Lösungen gibt, die uns ein effizienteres Arbeiten ermöglichen, dann ist das natürlich uns auch ein Anliegen, uns mit solchen Tools oder uns solcher Tools zu bedienen. Natürlich wäre ein weiteres Arbeiten mit der bisherigen Software möglich gewesen, einfach mit gewissen Einschränkungen. Aber ich glaube, gerade heutzutage es ist sehr wichtig, dass man effizient arbeitet und dass man als Kanzlei und als KMU natürlich auch sehr effizient aufgestellt ist. Und da muss man einfach quasi dranbleiben, um sicherzustellen, dass man hier für den Kunden effizient arbeiten kann.
Hat es Ihnen Sorgen bereitet, als so der Gedanke aufkam, jetzt müssen wir unser bewährtes Tool eigentlich, müssen was anderes suchen, das wird kompliziert, das wird schmerzhaft. Also ist Ihnen sowas durch den Kopf gegangen oder war die Entscheidung relativ leicht zu sagen, so jetzt gehen wir in einen Evaluierungsprozess? Das sind natürlich immer gemischte Gefühle, weil einerseits hat man sich natürlich an etwas gewohnt, man ist sich das Arbeiten gewohnt, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sich das Arbeiten mit einer bestimmten Software gewöhnt und da macht man sich natürlich schon Gedanken, ob man das ändern will oder nicht. Andererseits ist es natürlich auch spannend, in einen solchen Prozess hineinzugehen und zu schauen, was ist sonst noch auf dem Markt, was bieten andere Softwaren für Möglichkeiten, die wir bis anhin gar nicht gekannt haben. Von dem her gemischte Gefühle, vielleicht auch ein bisschen deshalb, weil es ist natürlich ein großes Projekt, oder? Ich meine, gerade bei uns, das geht natürlich in alle Bereiche hinein, wenn man eine solche Software wechselt, oder? Das bedingt auch eine Zusammenarbeit mit dem externen IT-Dienstleister und es braucht sehr viel Resources. Und bei einer Größe von rund 20%, wie wir das sind, ist das natürlich schon ein gewaltiges Stück Arbeit, das da auf einem zukommt. Dann gehen wir doch vielleicht mal auf diesen Punkt ein. Was ist denn alles auf Sie zugekommen? Vor allem jetzt, wo Sie retrospektiv darüber sprechen können und vielleicht auch besser im Kopf haben, was Sie denn alles für Schritte durchgehen mussten für die Evaluierung und dann auch das Gespräch innerhalb des Betriebes. Wie lange hat das gedauert und was war das alles? Also vielleicht von der technischen Seite her, ich bin ja für die technische Seite auch zuständig bei uns in der Kanzlei. Stellt sich natürlich zuerst die Frage, ist das überhaupt integrierbar in unsere Lösung? Wir sind auf einer Private Cloud seit rund 6 Jahren mit unserer Kanzlei. Über Citrix greifen wir darauf zu. Da stellt sich natürlich schon mal die Frage, geht das mit dieser Software? Dann haben wir verschiedene Umsysteme, die interagieren müssen mit unserer Lösung. Stellt sich auch da die Frage, funktioniert das? Wie sind die Schnittstellen abgedeckt? Auch bei uns jetzt ein Thema auch Abacus, das Buchhaltungssystem. Wie kann da Daten hin und her übertragen werden? Also technisch war die Herausforderung relativ groß und mit doch einer signifikanten Anzahl von Ansprechpartnern mussten wir uns da abstimmen, obwohl man eigentlich denken würde, eine Anwaltskanzlei, ja, was hat die IT technisch schon ein bisschen Office und viel mehr denkt man, gibt es da nicht, aber der Teufel liegt wirklich im Detail letztlich. Ja. Und das war doch sehr aufwendig, da alles unter einen Hut zu bringen. Ja, also man unterschätzt manchmal die Größe von dem, was alles getan werden muss. Also können wir vielleicht kurz über das sprechen, was Sie gesagt haben. Das ist wichtig, dass wir das digital abbilden können. Also sicher mal, dass Ihre Adressverwaltung, aber auch die Rechnungslegung ist ja in fast jedem Betrieb essentiell und auch ein Teil des Rückgrats des Betriebs. Was waren so, als Sie angefangen haben, was waren so die Hauptdinge, wo Sie sagten, das muss die neue Software leisten können und das wollen wir so und so umgesetzt haben? Ja, vielleicht einen Schritt zurück. Was natürlich auch wichtig ist, natürlich die Migration. Oder ist der neue Anbieter fähig, die bestehenden Daten zu übernehmen? Wir sind eine Kanzlei, die seit den 80er Jahren tätig ist. Da gibt es natürlich ein Riesenvolumen an Daten, die wir grundsätzlich übernehmen wollten. Oder die kommen aus irgendeiner Datenstruktur. Wie ist das möglich? Auch wenn man natürlich im laufenden Betrieb das macht, und nicht per Ende Jahr, da muss man natürlich auch Stundenerfassungen übernehmen können. Das war auch noch eine Herausforderung, die wir uns gestellt haben. Und dann natürlich auch prospektiv, wenn wir in 10 Jahren vielleicht dann wieder wechseln, was passiert an den Daten? Ist das irgendein proprietäres System, wo ich nie mehr was rauskriege? Oder ist da wirklich dann möglich, dann aus welchem Grund auch immer, dann irgendwann wieder zu wechseln, wenn das ein Thema werden sollte? Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Zu den Anforderungen, Dönis, willst du vielleicht was sagen? Genau, ja. Herr Lotter, Sie haben die Adressverwaltung bereits angesprochen. Das ist für uns natürlich auch sehr essentiell. Aber wir haben eigentlich nach einem Tool Ausschau gehalten, in dem wir alles abwickeln können. Das heißt,
die Adressverwaltung, die Dokumentenablage, also das sogenannte DMS, die Stundenerfassung, die Rechnungsstellung, dass wir eigentlich alles an einem Ort zusammen haben, wo alle Mitarbeiter darauf zugreifen können, weil wir arbeiten sehr oft als Team. Und da ist es wichtig, dass alle Mitarbeiter auf alle Dokumente Zugriff haben. Und selbstverständlich auch die Assistentinnen, was jetzt zum Beispiel die Rechnungsstellung anbelangt etc. Da muss einfach ein offenes System da sein, auf welches alle Mitarbeiter zugreifen können. Was für uns auch noch ein ganz wichtiges Element war die Ertragsverteilung. Kollegen, die auch in Anwaltskanzleien tätig sind, wissen, dass das ein relativ komplexes Thema sein kann. Und uns war es da wirklich ein Anliegen, dass wir hier Unterstützung durch die Software erhalten, weil vieles hatten wir bis anhin manuell getätigt, obwohl das eigentlich aus heutiger Sicht nicht mehr erforderlich ist. Und das war für uns auch ganz ein wichtiges Anliegen, dass eine neue Software uns hier bei der Ertragsverteilung unterstützen kann. Und wie sind Sie denn das Ganze dann angegangen, also den Evaluierungsprozess, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es unter den Zuhörern und Zuhörerinnen Leute gibt, die vielleicht vor derselben Aufgabe stehen. Wie wählt man ein neues Tool aus? Wie haben Sie das gemacht? Also zuerst haben wir den Entwicklungspfad unserer alten Software mal angeschaut. Was für Möglichkeiten gibt es da? Sind dann aber irgendwie nicht ganz glücklich geworden. Unser ehemaliger Anbieter ist auch übernommen worden zwischenzeitlich und irgendwie sind wir da nicht warm geworden mit dem Angebot. Und spannenderweise sind wir auf Time Sensor gekommen, als wir eigentlich eine Referenz eingeholt haben über dieses Nachfolgeprodukt von unserer alten Software. Und da wurde uns eben von einem anderen Kollegen, der eben diesen Schritt gemacht hat, gesagt, als weiteres Produkt hätten sie auch Time Sensor evaluiert, oder? Und da sind wir auf Time Sensor zugegangen und haben dann schlussendlich migriert. Daneben haben wir aber noch 2 weitere Produkte, haben wir auch noch evaluiert. Also für mich persönlich gibt's die Hauptschwierigkeit ist eigentlich die, beim Auswahlverfahren für Leute, Kanzleien in unserer Größe, wir haben ja kein professionelles Evaluationsteam. Und das Hauptproblem, das ich gesehen habe, ist, dass eigentlich die Präsentation, die klingen überall toll und super. Also das sind alles tolle Produkte, wenn man der Marketingabteilung glaubt. Und eigentlich richtig testen kann man das schlicht und einfach nicht als Anwalt. Das wäre eigentlich dann möglich, wenn man jetzt, sagen wir mal, 2 Monate auf so ein System Probe arbeiten könnte und nachher sagen können, ist es gut oder nicht, oder? Und sonst ist es einfach schlicht und einfach ein Sprung ins kalte Wasser und ist wirklich extrem schwierig, da sich eine eigene Meinung zu bilden, weil die Prozesse, kann ich meine Prozesse, wie ich im täglichen Alltag was tue, kann ich das dann umsetzen mit der Software oder zwingt die mich in ein anderes Gerüst hinein? Und das ist in Theorie, kann man mir das versprechen, aber letztlich bei der täglichen Arbeit muss ich das wirklich machen und dann sehe ich, ob es klappt oder eben nicht oder was die Probleme sind. Oder? Und bei vielen Anwaltskanzleien ist natürlich auch das Problem, dass das Prozessmanagement, sage ich jetzt mal, weniger ausgeprägt ist. Jeder Anwalt hat seine eigene Arbeitsweise und unsere alte Software hat da sehr viel Flexibilität geboten. Also einfach ausgesagt, jeder konnte machen, was und wie er das wollte. Was natürlich den Nachteil hatte, dass gerade der Datenstamm dann sehr unstrukturiert war, was dann jetzt im jetzigen Fall die Migration nicht gerade erleichterte, oder? Und es war alles relativ uneinheitlich, oder? Und mit Time Sensor, denke ich, haben wir jetzt so viel Flexibilität wie nötig, aber es ist doch eine einheitliche Struktur, oder? Es gibt eine gewisse Gliederung und das erleichtert meines Erachtens vor allem das Arbeiten im Team doch wesentlich, oder? Es gibt eine gewisse Grundstruktur und an die sollte man sich halten. Die ist anpassbar grundsätzlich, aber bietet eine gewisse Ordnung. Und dann natürlich das andere Problem ist die Schnittstelle IT-Anwalt.
Anwälte, so ist mein Eindruck, die sind nicht gerade Liebhaber von Veränderungen. Und das ist natürlich bei der IT-Branche ein bisschen was anderes. Und da kommt mir immer in den Sinn, als wir in die Cloud gewechselt haben, da wurde uns ein Lizenzmodell angeboten. Da hätte man die Möglichkeit gehabt, immer die neueste Office-Version zu haben mit Office 365 und so weiter und so fort. Das wurde uns angepriesen. Und da habe ich neckisch geantwortet, der Anwalt würde am meisten Geld dafür ausgeben, wenn man ihm garantieren würde, dass er bis zur Pension keine andere Software mehr lernen muss. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil der Wechsel, der ist immer mit Aufwand verbunden. Anwälte haben wenig Zeit, wollen sich wenig Zeit nehmen. Und da ist eigentlich jeder Wechsel ist immer ein Aufwand. Und das ist sicher ein Problem, wenn man die Software umstellt. Dieses Hindernis muss man überwinden. Das braucht sehr viel Aktivierungsenergie. Es gibt Widerstand, aber das ist bei jeder Veränderung so, egal welche Software, was man nimmt. Und sonst bleibt eigentlich nichts anderes, als wirklich bis zur Pensionierung bei der alten zu bleiben. Ja, genau. Und wie haben Sie denn das jetzt gemacht? Also, wie haben Sie die Leute überzeugt bei sich intern, dass das jetzt das Richtige ist? Und ist das, ich nehme mal an, das war auch kontinuierlich, musste man da immer wieder Arbeit reinstecken. Haben Sie da Empfehlungen, wie man die wechselfreudigeren Parteien eines Betriebes und die weniger wechselfreudigen, wie man da ein bisschen zusammenarbeiten kann, respektive auch ein bisschen anstoßen kann, wenn man das möchte? Ja, also gut, also was uns natürlich geholfen hat, sind zwei Faktoren. Der erste Faktor war der, was unsere alte Software eigentlich gar nicht mehr weiterentwickelt wurde. Deshalb mussten wir eigentlich wechseln. Und der andere Grund war auch der, also die QR-Rechnung, die eben jetzt eingeführt wird in der Schweiz per Anfang Oktober 2022, die hat natürlich schon einen gewissen objektiven, sage ich mal, Wechseldruck erzeugt, oder? Und bei uns intern muss man ehrlich sagen, die Leute waren ja nicht von Anfang eigentlich nie 100%ig zufrieden mit der bestehenden Software, oder? Aber es ist halt immer, was ich vorher schon gesagt habe, mit dem Kennenlernen von der Software, mit dem Prüfen, oder? Es ist eigentlich immer bis zu einem gewissen Grad ein Sprung ins kalte Wasser. Man kauft sich eine Chance, dass es vielleicht dann besser wird, vielleicht aber auch nicht, weil ob es wirklich passt, merkt man in der Regel erst, wenn man wirklich on the job daily damit wirklich arbeitet. Dann weiß man es. Wie man sie motiviert hat, also was wir natürlich getan haben, wir haben natürlich all die tollen Präsentationen da weitergereicht und gesagt, welche Vorteile das dann hätte und wie viel einfacher alles würde, was wir natürlich auch zu dem Zeitpunkt nur gehofft haben, dass es dann wirklich so sein wird. Aber das war natürlich der Anreiz, oder? Und ich glaube, ein weiterer Vorteil ist natürlich heute auch mit der technologischen Entwicklung und dem sicherheitstechnischen Umfeld. Früher, bis vor 10 Jahren, galt ja eigentlich der Grundsatz, never touch a running system. Sie haben einfach nichts angefasst und heute haben Sie monatlich oder sogar wöchentlich Updates und da sind Sie einfach schlicht und einfach als Kanzlei mit hochsensiblen Klientendaten dazu gezwungen, da Schritt zu halten. Und wenn halt die alte Software nicht weiterentwickelt wird, dann muss sie halt ersetzt werden. Es geht einfach schlicht nicht anders, weil das nicht verantwortbar ist, dass als Anwaltskanzlei da nicht sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand zu sein. Ja. Aber ich glaube, was auch wichtig ist, dass man die anderen Personen in der Kanzlei mit einbezieht, oder? Eben, Sie haben zwar einleitend gesagt, Philipp Bachmann und ich waren hier ein bisschen federführend, aber wir hatten natürlich vor allem zu Beginn des Prozesses, war die ganze Partnerschaft im Boot, als wir mit der ganzen Evaluation begonnen hatten, so dass eigentlich jederzeit die Möglichkeit bestand, hier Einfluss zu nehmen, falls einer der Partner das Gefühl gehabt hätte, ein anderes Tool wäre besser gewesen. Wir haben natürlich auch mit den Mitarbeitern gesprochen, um zu sehen, ob sie von ihren früheren Arbeitsstellen her allenfalls Erfahrung mit gewissen Software hatten, so dass wir diese auch evaluieren hätten können. Und von dem her wussten eigentlich alle in der Kanzlei, dass wir hier auf eine neue Software zusteuern und konnten, soweit sie dazu in der Lage waren, auch ihren Input dazu
geben. Und von dem her, ich glaube, das hilft natürlich auch schon ein bisschen, eine neue Lösung mitzutragen. Und wenn jetzt ein anderer Betrieb ähnlicher Größe auf Sie zukommt und sagt, wir wollen das auch machen, was würden Sie ihnen raten? Wie viel Zeit sollen Sie einplanen vom Anfang des Projekts bis zur Einführung? Also wie gesagt, wir hatten eigentlich mit dem ganzen Prozess vor 2 Jahren begonnen. Aber die Schwierigkeit ist, und ich denke, das werden andere Anwälte nachvollziehen können, die Schwierigkeit ist, dass wir ja eigentlich immer unseren Kunden Priorität geben. Und solche Prozesse bleiben dann ein bisschen am Schlummern, bis es dann wirklich eng wird. Und von dem her wäre sicher die Empfehlung, dass wenn man an ein solches Projekt herangeht, dass man das eigentlich relativ straff durchzieht. Idealerweise würde man auch einen Projektleiter bestimmen. Bei uns ist das zumindest, zumindest ein bisschen Philipp Bachmann, aber er ist natürlich auch als Anwalt tätig. Und das macht es natürlich schwierig, seine ganzen Resources für ein solches Projekt zur Verfügung zu stellen. Aber wenn eine Kanzlei natürlich die Möglichkeit hätte, hier wirklich einen gewissen Prozentsatz eines Partners oder eines Mitarbeiters für dieses Projekt abzustellen, wäre das sicher sehr hilfreich. Weil ich denke, ich habe das auch ein bisschen bei uns gesehen, oder als wir in den Prozess eingestiegen sind, dann haben wir Besprechungen mit den Anbietern gehabt, dann blieb es wieder ein bisschen liegen, dann mussten wir eigentlich auch intern wieder ein bisschen von vorne anfangen, weil wir auch nicht genau mehr wussten, was jetzt welche Software anbietet, und von dem her wäre es sicher eine Empfehlung, dass man hier möglichst straff durch diesen Prozess durchgeht. Das ist eine gute Observation, dass es halt auch, dass man halt Gefahr läuft, dass dann solche Projekte hinten anstehen, was ja auch klar ist, weil eben die Herausforderung ist, eben im laufenden Betrieb etwas zu ändern und nicht auf Gründung hin oder Stichtag X. Also das Ganze auch künstlich herzustellen, kann Sinn machen. Vielleicht darf ich Sie noch fragen, haben Sie sich auch noch intern Prozesse eigentlich angeschaut und gesagt, vielleicht können wir diese Umstellung dazu nutzen, intern anders zu arbeiten, oder war das Ziel eigentlich die Arbeit, so wie sie im Moment vonstatten geht, 1:1 abzulösen? Also vielleicht dazu wäre es vielleicht noch sinnvoll, oder quasi wie ein Schritt vorher, sich mal zu überlegen, was sind unsere aktuellen Prozesse überhaupt, oder weil sonst ist es wirklich schwierig auch zu evaluieren, kann die Software das überhaupt, kann das überhaupt abbilden, wie mein Prozess funktioniert, und wir haben auch Kunden aus dem IT-Bereich, und das ist natürlich wirklich ein Problem, und das ist, wenn der Kunde Software bestellt und eigentlich gar nicht weiß, was die genau tun soll, weil er nicht weiß, wie seine eigenen Prozesse funktionieren. Und das ist wirklich eine Schwierigkeit, und ich glaube, die tritt bei Anwälten vielleicht noch akzentuierter auf, vor allem wenn es dann Unkostengemeinschaften sind, wo eigentlich Partner einfach in einem losen Gefüge zusammenarbeiten, die Kosten teilen. Da wird es keinen Prozess geben, Mandatsannahme, sondern da wird wahrscheinlich jeder Einzelne das halt machen, wie er das macht. Und dann ist es wirklich überhaupt schwierig dann zu sagen, kann die Software das? Ja, vielleicht für Partner A funktioniert das, Partner C hat vielleicht eine ganz andere Herangehensweise, und das ist dann wirklich schwierig, oder das dann umzusetzen, weil auch wenn dann einer evaluiert, für den stimmt das dann vielleicht super, aber der andere, der dann nicht in diesem Team drin ist, für den passt dann überhaupt nicht, oder? Und von dem her wäre es sicher sinnvoll, also zuerst mal die Prozesse überhaupt aufzunehmen, um festzustellen, wie machen wir das überhaupt, und dann sich sicher zu überlegen, wie können wir das vereinfachen. Bei uns muss ich sagen, ich denke, wir haben im Moment sehr viel Momentum, aber wir hätten durchaus noch mehr Zeit darauf verwenden können, vor der Migration uns diesbezüglich Gedanken zu machen. Also zusammen mit der Evaluation der neuen Systeme, also der möglichen Systeme, auch eine Selbstevaluation. Das ist Ihr Tipp Genau. hier. Also ich will nicht gerade sagen, man muss sich jetzt da ISO zertifizieren lassen, aber so ein Schritt in diese Richtung wäre sicher hilfreich, ja.
Okay, vielen Dank für das und vielleicht kann ich damit jetzt auch noch abschließend fragen, wenn Sie diesen Prozess nochmal starten müssten, oder eben wenn andere Kanzleien oder Betriebe Sie fragen würden, wie sollen wir das angehen? Was würden Sie raten? Was soll man machen? Also ich denke, ganz wichtig ist die Bereitstellung von Kapazität für dieses Projekt. Und dann sicher vorausgestellt, das, was Philipp Bachmann gerade vorhin nochmals angesprochen hatte, die Prozesse. Wie funktioniert man selber? Kann man das dem Provider erklären, wie man funktioniert? Weil es ist wirklich schwierig. Es sind wirklich zwei unterschiedliche Bereiche, die aufeinanderstoßen. Dieser IT-Bereich und unsere Kommunikation als Anwälte. Das ist sehr schwierig, dass man sich da richtig versteht. Und ich glaube, für diesen Prozess, dass man sich selber gegenüber dem IT-Provider erklären kann, muss man wirklich auch Zeit einräumen. Ist ein sehr guter Tipp. Herr Bachmann, fällt Ihnen noch etwas ein? Ich denke eben, also jetzt rein technisch, Schnittstellen zu den Umsystemen, die darf man nicht unterschätzen, oder? Weil da ist man am Implementieren und plötzlich taucht da und dort noch ein Thema auf. Merkt man plötzlich, das arbeitet nicht mit dem und dem zusammen, wir haben das oder das andere Problem. Das scheint mir schon wichtig zu sein, dass man das sauber auch aufsetzt und jetzt auch in eine Gesamt-IT-Strategie in dem Sinn integriert, oder? Also jetzt Fragen wie Serverbetriebssysteme, was bedeutet das für meine Updates in Zukunft, weil es dann, jetzt Time Sensor als Beispiel ist jetzt ein weiteres Software, die regelmäßig gewartet werden muss. Wie integriere ich das in den ganzen Prozess? Wie integriert sich das zum Beispiel in meine Malware-Protection-Lösung, Backup? Also es sind schon, es ist ein umfassendes Paket, über das man sich vorab wirklich gut Gedanken machen sollte. Ja. Also vielleicht auch ein Schema entwickeln, damit man sich selber bewusst ist, wie denn das jetzt dann alles zusammenspielen wird. Und da kann ich vielleicht aus meiner Erfahrung auch sagen, dass viele Kanzleien das Gefühl haben, dass alle Kanzleien so funktionieren wie man selbst. Und ich habe noch nie Kanzleien entdeckt, die haargenau gleich funktionieren. Also Betriebe sind immer, das sind wie Individuen. Die schauen zwar aus der Ferne alle gleich aus, aber sobald sie in die Nähe rücken, merkt man, die Details, die sind halt doch anders. Und dann macht es sehr viel Sinn, wenn man sich über sich selber auch mal Gedanken macht. Das würde ich auch unterschreiben. Selbstreflexion ist sicher in fast allen Lebenslagen nicht hinderlich, ja, genau. Okay, dann ich würde mich so mal bei Ihnen bedanken. Wenn Sie noch etwas abschließend sagen möchten, dann sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank. Danke Ihnen. Okay, Danke Ihnen, Herr Lothar. herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke.